Willkommen zu einer kleinen Auszeit für die Seele. Heute lade ich dich wieder ein, mir in eine besondere Geschichte einzutauchen. Wenn dir die Erzählung gefällt, abonniere gerne meinen Kanal und sei dabei. Viel Freude beim Zuhören. Der verlorene Wunschzettel. Lukas war ein 10-jähriger Junge mit wirren Locken und großen braunen Augen, in denen sich oft ein Funken Traurigkeit spiegelte. Er hatte ein schweres Jahr hinter sich. In der Schule wurde er von einigen Klassenkameraden gehänselt. Erst vor 2 Wochen hatten sie ihm seine teuren Nikes aus dem Sportbeutel geklaut. Schuhe, die er über Monate mühsam zusammengespart hatte. Und morgen würde er seine Mathearbeit zurückbekommen. Schon jetzt wusste Lukas, dass die Note schlecht ausfallen würde, obwohl er sich so sehr angestrengt hatte. Zu Hause war es auch nicht einfach. Seine Eltern stritten oft, meistens übers Geld oder den Alltag. Lukas fühlte sich manchmal wie unsichtbar, als wäre er in einer Welt voller Probleme, in der niemand Zeit hatte, ihn zu sehen. An diesem kalten Dezembertag setzte er sich in sein Zimmer an den kleinen Schreibtisch, den er mit Aufklebern verziert hatte. Er nahm ein Blatt Papier und begann zu schreiben. Es war kein gewöhnlicher Wunschzettel. Lukas wusste, dass es den Weihnachtsmann nicht wirklich gab. Das hatten ihm die Kinder in der Schule schon vor Jahren erzählt. Doch er schrieb trotzdem. Nicht für den Weihnachtsmann, sondern irgendwie für sich selbst. Es half ihm, seine Gedanken zu ordnen. Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, dass es dich nicht gibt, aber ich möchte dir trotzdem schreiben. Dieses Jahr wünsche ich mir, dass Mama und Papa aufhören zu streiten und dass die Schule für mich ein bisschen einfacher wird. Ich will keine teuren Geschenke, sondern einfach nur, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, immer alleine zu sein. Vielleicht kannst du mir dabei helfen, irgendwie. Dein Lukas. Lukas faltete den Zettel sorgsam und steckte ihn in seine Jackentasche. Auf dem Heimweg von der Schule wollte er ihn in den großen Briefkasten auf dem Weihnachtsmarkt werfen. Doch kurz bevor er ankam, riss ihm eine plötzliche Windböe das Papier aus der Hand. Er rannte hinterher, doch der Zettel flog höher und höher, bis er schließlich außer Sichtweite verschwand. Der Wind trug den Wunschzettel weiter durch die Stadt, bis er schließlich vor einer kleinen Strickwarenbude auf dem Weihnachtsmarkt landete. Dort hob Herr Gustav ihn auf. Gustav war ein älterer Mann, der seine Tage damit verbrachte, warme Schals, Socken und Decken zu stricken und auf dem Markt zu verkaufen. Er lebte allein, seit seine Frau vor vielen Jahren verstorben war, und er hatte ein gutes Gespür für Menschen, die ein bisschen Wärme im Leben brauchten. Als er die Worte auf dem Zettel las, blieb Gustav einen Moment stehen. Kein Kinderspielzeug, keine aufregenden Wünsche, nur der leise Ruf nach Frieden und einem besseren Miteinander. Gustav spürte, wie sein Herz schwer wurde, aber zugleich wusste er, dass er etwas tun wollte. Noch am selben Abend begann er, an einem besonderen Geschenk zu arbeiten. Er strickte ein paar warme, bunte Socken, die Lukas hoffentlich gefallen würden. Dazu legte er eine kleine Wollmütze, die so weich war wie ein Streicheln, und er schrieb eine kurze Nachricht. Für Lukas: Es gibt Menschen, die an dich glauben. Gib nicht auf. Frohe Weihnachten. Am Weihnachtsmorgen, als die Stadt noch still war, schlich Gustav zu Lukas Haus und legte das Paket vor die Tür. Dann klingelte er kurz und verschwand. Lukas war der Erste, der das Klingeln hörte. Verschlafen öffnete er die Tür und sah das Päckchen. Er nahm es mit ins Wohnzimmer, wo seine Eltern am Frühstückstisch saßen. Gemeinsam öffneten sie das Paket. Als Lukas die warmen Geschenke und die Botschaft las, stieg ihm ein Kloß in den Hals. Es gibt Menschen, die an dich glauben. Diese Worte gaben ihm eine Wärme, die kein Heizkörper spenden konnte. Seine Eltern sahen ihn an, und für einen Moment war alles anders. Sie sprachen miteinander, lachten und entschieden sich, den Tag gemeinsam draußen zu verbringen. Es war nicht die Lösung aller Probleme, aber es war ein Anfang. Und für Lukas fühlte es sich an, als hätte ihm jemand eine Hand gereicht. Jemand, der ihm zeigte, dass er nicht allein war.